Kyoto, eine Stadt, die sich sofort anders anfühlt. Zwischen Tempeln, schmalen Gassen und jahrhundertalter Architektur zur Vergangenheit auf den Alltag von heute. Alles ist ruhiger und genau dadurch intensiver. Man läuft einfach los, ohne Ziel. Und plötzlich steht man zwischen endlosen Torii, verirrt sich in einem Moment in einer Stimmung, die bleibt. Kyoto ist kein Ort, den man einfach abhakt. Man erlebt ihn. Wir zeigen dir, was du auf keinen Fall in Kyoto verpassen solltest. Wir stehen hier gerade vor dem Fushimi Inari Schrein. Es ist gerade 10 Uhr morgens und wie ihr sehen könnt, alles komplett voll. Mach vielleicht nicht den gleichen Fehler, komm einfach ein bisschen früher. Der Eintritt zum Schrein ist übrigens komplett kostenlos und zudem hat er auch noch 24 Stunden geöffnet. Wenn ihr also sehr früh und sehr spät kommt, ist es hier ruhiger und ihr könnt alles in Ruhe anschauen. Dieser Inari-Schrein ist übrigens der Hauptschrein von über 30.000 Inari-Schreinen in ganz Japan. Inari ist übrigens die Shinto-Gottheit für Reis, Wohlstand und Handel. Man sieht auf dem Gelände einige Fuchsstatuen. Diese symbolisieren die Boten Inaris und tragen im Maul oft eine Schriftrolle oder einen Schlüssel. Der Schrein wurde bereits im Jahr 711 gegründet und gehört zu den ältesten und wichtigsten Shinto-Schreinen in ganz Japan. Für nur 1000 Yen könnt ihr eure Wünsche auf solche Holztafeln in Form von Toris schreiben und sie dann hier aufhängen. Diese Wunschtafeln gibt es übrigens auch in Fuchsform. Viele malen dann auch noch gerne ein Gesicht mit drauf. Der Schrein ist weltweit berühmt, besonders für seine tausenden roten Torii-Tore. Diese bilden kilometerlange Pfade bis zum Inari-Berg. Jedes einzelne dieser Torii-Tore wurde entweder von einer Firma oder einer Einzelperson gestiftet, als Dank oder Gebet für geschäftlichen Erfolg. Auf der Rückseite dieser Tore stehen auch deren Namen drauf. Die gesamte Wanderroute ist etwa 4 Kilometer lang und wenn ihr von ganz unten bis hoch zum Gipfel und wieder zurückgeht, müsst ihr so 2 bis 3 Stunden einrechnen. Wenn ihr jedoch nur den Hauptbereich sehen wollt und bis in die Torii-Tore, reicht locker 1 Stunde vollkommen aus. Hinter mir befindet sich der Nishiki Market. Das Essen sieht hier wirklich fantastisch aus, muss ich sagen. Es ist ja ziemlich teuer und auch wirklich sehr, sehr voll, weil es so touristisch ist. Aber ich finde, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Trotz der touristischen Beliebtheit wird leises und respektvolles Verhalten hier erwartet. Zudem ist es verboten, beim Essen zu laufen. Das heißt, ihr solltet euer Essen am besten direkt vor dem Stand oder im Stand noch verzehren.
Wir sind gerade in Ninetsaka und das ist eine gepflasterte Hangstraße mit ganz vielen traditionellen Geschäften, Teehäusern, Cafés und Souvenirläden. Eigentlich genau so, wie man sich Kyoto vorstellt. Es gibt hier auch einen Aberglaube, wer nämlich auf Ninetsaka stürzt, soll innerhalb von 2 Jahren sterben. Also bitte passt auf, wenn ihr hier langlauft. Viele kommen auch in ein Kimono hierher, um zu spazieren oder ein Fotoshooting zu machen. Es gibt hier nämlich sehr viele Verleihe für Kimonos. Es gibt hier auch einen ganz besonderen Starbucks und zwar ist es der hinter mir. Er befindet sich in einem 100 Jahre alten Maschia-Holzhaus und ist ganz im Stil der historischen Nachbarschaft gehalten. Im Inneren befinden sich auch Tatami-Matten und Schiebetüren. Wenn ihr die Straße dann einmal komplett nach oben lauft, kommt ihr beim berühmten Kiyomizu-dera-Tempel raus. Im Inneren befindet sich eine Statue von Kanon, das ist die Göttin des Mitgefühls. Man sieht sie nur alle 33 Jahre einmal zu Gesicht. Gegen einen Aufpreis von 500 Yen könnt ihr weiter reingehen. Dann habt ihr eine super schöne Panoramaaussicht auf Kyoto. Wir sind gerade zum Sonnenuntergang hier und es ist einfach mega voll. Es lohnt sich nicht wirklich, ein Ticket zu kaufen, weil es einfach viel zu voll ist. Es sieht ein Ticken schöner aus, das muss ich schon sagen, weil man einfach mehr von diesen roten Blättern sieht. Aber wenn ihr nicht in der Herbstsaison kommt, dann reicht es vollkommen aus, sich das alles draußen anzuschauen. Da ist weniger los und ihr habt trotzdem eine schöne Panoramaaussicht. Okay, ich muss meine Aussage doch revidieren. Also wenn ihr die Holzterrasse entlang lauft, kommt ihr in so einen kleinen Wald rein und da führt auch ein Weg durch. Einfach da die ganze Zeit entlang laufen, dann habt ihr eine wunderschöne Aussicht auf Kyoto und seht auch noch die Pagode. Es gibt so ein schönes Bild. Also es lohnt sich doch, die Tickets zu kaufen. Bevor es für uns zum nächsten Spot geht, falls euch Kyoto bis hierher gefallen hat, lasst uns doch gerne ein Like da. Und wenn ihr noch mehr von Japan sehen wollt, gerne auch ein Abo. Wir befinden uns nun beim Miyazaka Jinja-Schrein, einen über 1350 Jahre alten Schrein. Der Eintritt ist kostenlos und der Schrein hat 24 Stunden geöffnet. Besonders am Abend sieht es hier sehr schön aus, denn da leuchten etwa 100 Laternen. Viele Japaner besuchen diesen Ort hier, um für Gesundheit, Liebesglück, Ehe und Schutz zu beten. Vermutlich kann man sogar schon erkennen, wo unser Tag heute beginnt. Und zwar stehe ich gerade in dem berühmten Bambuswald in Arashiyama. Dieser Bambuswald gehört zu den ikonischsten Naturattraktionen in ganz Kyoto und zudem ist der Eintritt komplett kostenlos und es hat täglich geöffnet, deswegen solltet ihr unbedingt herkommen, wenn ihr die Chance habt.
Der Weg durch den Wald ist etwa 500 Meter lang und die Bambusstauden sind etwa 20 Meter hoch. In der japanischen Kultur hat Bambus übrigens auch einen besonderen Wert, denn er steht für Widerstandsfähigkeit, Schutz vor dem Bösen und spirituelle Reinigung. Wenn ihr den Ort in Ruhe genießen wollt, lohnt es sich auf jeden Fall vor 9 Uhr morgens zu kommen, denn danach wird es relativ sehr schnell voll. Es ist gerade 10 Uhr bei uns und es wird langsam richtig voll. Deswegen gehen wir jetzt auch gleich weiter. Wir sind jetzt in Nara angekommen und die Zugfahrt von Kyoto hat nur etwa 45 Minuten gedauert und alleine der Zug ist mega süß gestaltet und auf jeden Fall im Nara-Thema. Wir sind jetzt im berühmten Nara-Park angekommen und hier leben über Tausenden von freilaufenden Hirschen. Früher wurden diese Hirsche als Götterboten betrachtet, sie waren also heilig. Der Park ist ca. 660 Hektar groß, also perfekt, um Spaziergänge zu machen, sich die Tempel anzuschauen oder sich einfach hier auszuruhen. Viele Hirsche haben gelernt, sich leicht zu verbeugen. So fragen sie die Touristen höflich nach einem Keks. Diese Kekse werden hier in Nara verkauft. Mit denen könnt ihr die Tiere bedenkenlos füttern. Ihr solltet aber keine eigenen Snacks mitbringen und das den Tieren einfach so geben. Falls ihr einen ruhigen Platz zum Entspannen sucht, können wir euch den Kamo River empfehlen. Er ist auch bei Einheimischen sehr beliebt. Viele kommen hierher, um einfach spazieren zu gehen, joggen zu gehen oder sich hier hinzusetzen und die Natur zu genießen. Kamo bedeutet Ente, das ist also sozusagen der Entenfluss, denn hier sind auch sehr viele Enten zu sehen, aber auch Reiher und Fische. Der Fluss ist nicht nur im Herbst schön, sondern eigentlich ganzjährig schön. Im Frühling gibt es zum Beispiel Kirschblüten zu sehen und im Sommer auch mal ein Feuerwerk. Kyoto hat ja richtig viele Tempel und Schreine. Manche sind wirklich sehr, sehr touristisch. Andere haben kaum Besucher, so wie diese hier. Wir befinden uns gerade beim Hononin-Tempel, ein echter Geheimtipp. Am Eingang gibt es 2 kunstvoll gehakte Sandhügel. Diese reinigen die Besucher symbolisch von Sünden beim Durchlaufen. Die Wege und Flächen und selbst die Dächer des Eingangs sind mit Moos bedeckt, was sehr atmosphärisch besonders bei feuchtem Wetter aussieht. Und tatsächlich regnet es gerade bei uns sogar.
Besonders schön ist es hier im November, denn dann färben sich die Laubblätter in gelben und roten Farben und es sieht wunderschön aus. Leider haben wir es nicht geschafft, in Tokio ins Teamlab zu gehen, aber zu unserem Glück wurde in Kyoto im Oktober ein neues Teamlab geöffnet und das ist das größte in ganz Japan. Wir sind jetzt durch und ich muss sagen, es war schon echt cool. Also einige Räume waren sehr, sehr interessant. Es gab zum Beispiel einen Raum voller Schaum, einen Raum voller Lampen, was ein bisschen aussah wie das Laternenfestival oder sogar ein Raum, wo man dachte, dass man auf Drogen ist, weil sich die ganzen Wände einfach bewegt haben und es hat sich richtig surreal angefühlt. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Wir haben uns einen Slot für 19 Uhr gebucht. Ich würde schon mindestens 2 Stunden einplanen. Am Ende wurden wir fast rausgeschmissen sogar, weil die ja leider schon 21 Uhr schließen. Aber es war wirklich eine Erfahrung wert. Die bunten Lichter im Teamlab bleiben lange im Kopf. Ein Moment, der zeigt, wie vielseitig Kyoto sein kann. Eine Stadt, die mit Tradition beeindruckt und dabei lebendig und facettenreich bleibt. Wenn du noch mehr von Japan sehen willst, schau dir auch gerne unser Tokio-Video an.